Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie man ein Feigen-Chutney macht. Zunächst einmal bereite ich meine Gewürzmischung vor. In einen Mörser gebe ich ein Viertel Teelöffel Pfeffer, 3 ganze Nelken, geriebene Muskatnuss nach Geschmack und Vorliebe sowie Salz. Die Nelken zerstoße ich zunächst mit dem Stößel und anschließend zerreibe ich sie. Das ging viel schneller, als ich gedacht hätte. Hier habe ich ein Stück frischen Ingwer. Der muss zunächst von seiner Schale befreit werden. Das geht am besten, indem man sie abschabt. Zum Zerkleinern reibe ich den Ingwer über diese Mikroplan-Reibe. Meistens bleibt der Ingwer in der Reibe hängen und man muss ihn herausschieben. Das ist ein bisschen umständlich, dafür ist er aber wunderbar fein gerieben. Ich benötige einen gehäuften Teelöffel oder wer es wiegen möchte, das waren 10 Gramm. Hier seht ihr die Menge. Als nächstes schneide ich eine Zwiebel in möglichst kleine Würfel und gebe sie in einen Edelstahltopf. Ich bevorzuge Edelstahl und nicht Email, weil hinterher noch Essig in den Topf kommt. Nun sind die Feigen an der Reihe. Der Stängel wird abgeschnitten, die Feige halbiert, die Hälfte quer halbiert und dann klein geschnitten. Die Haut der Feigen wird beim Kochen nicht zerfallen, weswegen ich die Früchte doch einigermaßen klein schneide, bevor ich sie in den Kochtopf gebe. Des Weiteren habe ich hier einen geschälten halben Apfel in kleine Würfel geschnitten und zu den Feigen gegeben. Dazu kommt noch Zucker, meine Gewürzmischung und der bereits erwähnte Essig. Ich hatte nur Weißweinessig, eigentlich hätte es Rotweinessig sein sollen. Alles wird nun aufgesetzt und bei geringer Hitze eine halbe Stunde simmern gelassen. Dabei lasse ich den Deckel auf dem Topf, da die Feuchtigkeit sonst zu schnell verdampfen würde. Zwischendurch rühre ich aber immer wieder nochmal kurz durch, um sicher zu gehen, dass nichts unten am Topfboden ansetzt. Nach 25 Minuten lasse ich den Deckel weg. Wenn sich jetzt immer noch zu viel Feuchtigkeit im Topf befinden sollte, kann diese nun gerne verdampfen. Ich möchte kein zu trockenes Chutney, also nehme ich es mit dieser gezeigten Konsistenz vom Feuer. Meine Gläser stehen schon vorbereitet in Reih und Glied auf meiner Arbeitsplatte. Die Gläser müssen steril sein, also am besten noch warm aus der Spülmaschine kommen. Je kleiner die Gläser, desto wichtiger ist es, dass sie gut warm sind, damit sich das Vakuum auch bilden kann. Hier bin ich dabei, das Chutney einzufüllen. Sollte der Rand verkleckern, wische ich mit einem Papiertuch alles ab. Dann wird der Deckel aufgeschraubt und zunächst einmal locker bis zum Anschlag zugedreht und dann drehe ich noch ein zweites Mal richtig fest ein kleines bisschen weiter zu. Am besten hält man das Glas dann mit einem Tuch fest, das natürlich nicht abrutschen sollte. Das Chutney lässt man kalt werden und am besten noch einen Tag ziehen, dann kann man es probieren. Es schmeckt hervorragend zu kaltem Braten, vor allem wenn das Fleisch keinen sehr intensiven Eigengeschmack hat. Das Chutney ist süß-sauer und würzig, hat aber durch den Ingwer eine sehr interessante Schärfe. Ingwer ist sehr gesund und gehört zu den wärmenden Gewürzen. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe auch noch ein Rezept für eine Feigenmarmelade veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Einfach auf Mehr ansehen klicken. Viel Spaß beim Zubereiten des Chutneys, dem Entdecken neuer Geschmacksrichtungen und wie immer guten Appetit!